Sailing Learning by Doing presents The Family, the Dead. a sailing story by the Campe family. Have you ever wished you'd just taken that risk and followed your dreams? In Lombok, we met an inspiring character who with his wife and kids did just that. In 1977, they sold the family home, built a steel yacht and set off on a 7-year circumnavigation of the world, visiting some of the most out-of-the-way places. The crew was Joachim, 39, Marie, 34, Silvestre, 11, Bartolome, 10, Letitia, 9, and Calixte, 5. Their schoolteacher Dagmar Heckel came with them. She was 31. The 13 episodes they made of their adventures made them the very first sailing vloggers. Now we go back in time. Here is their story. Unser Boot San Michel liegt vor der Küste Ecuadors in dem kleinen Hafen Salinas bei Guayaquil vor Anker. Roland Arnold kommt als Kameramann zu uns, um mir bei den Aufnahmen zu helfen. Unsere Kinder Silvester, Bartolome, Letizia und Calixte kennen ihn schon. Kamerakoffer und Filmmaterial sind schwierig zu verstauen. Auch haben wir keine freie Koje. So wird das Sofa in der Messe zum Bett. Eine Belastung für uns alle. Noch was. Noch was. Oh, Silvester, aha. Alex, Silvester. Toll. Oh nee, Was ist denn das hier? doch, das ist hier. Für wen ist denn das? Oh, Bartolome, schau mal. Bartolome. Alles aufgetan. Schau mal hier. Dankeschön. Toll. Bartolome. Ja, was ist Ja? ganz toll. Marie, schau mal. Hier. Letizia. Sag mal. Dich in Ruhe. Oh, Wasserfarbenkasten. Ja. Bitte schon mal. Ja, da kannst du den ganzen Sack mitnehmen, gell? Okay. Das ist, glaube ich, nur Film drin. Aber warte mal, lass mich mal schauen. Toll, das Ein paar Kleinigkeiten sind noch drin. Das ist für mich sicher. Mal checken, was da alles drin ist. Für mich sicher, das war. Ja. Halt, was noch was drin. Da sind, glaube ich, nochmal Bücher drin oder so. Nee, das ist nicht. Die Galapagos liegen 1000 Kilometer vom Festland entfernt. Wir planen doch 2 Monate zu bleiben und dann nonstop 5000 Kilometer nach San Diego zu segeln. Umfangreiche Einkäufe sind notwendig. Ich fand es eigentlich ärgerlich, dass ich nicht genauso ausschaute wie die anderen. Ich dachte immer, die ganzen Leute, die schauen mich an und sagen, ah, ein Fremder. Und ich fühlte mich auch ein bisschen ausgeschlossen. Ich fand die Stimmung auf dem Markt sehr schön. Das war alles so munter und so bunt. Die Kinder liefen durcheinander. Aber irgendwie hatte es auch was Armseliges. Die Bauern, die gaben sich so große Mühe, die Sachen zu verkaufen und bekamen eigentlich so wenig für ihre mühsame Ernte. Hier, ja, pass auf, die Webserver. Nein. Ja, Diesmal von La Libertad aus habe ich das Gefühl, dass wir eine richtige Expedition vorbereiten. Und in diese Vorbereitungen habe ich die Hauptverantwortung. Ich muss die richtigen Mengen besorgen und sehen, dass sie sich auch halten, dass keine Tiere reinkommen. Und hier bekommen wir keine Behälter. Hier können wir nur offene Waren kaufen. Und das ist ein großes Problem. Hier bekommt man überhaupt keine Dosen oder Waren, die sich länger halten, außer Mais, Reis, Kartoffel und
Nudel. Es ist eine ganz neue Erfahrung für mich, so einzukaufen, weil hier ist alles so schön. Die Tomaten sehen wunderbar aus, aber die sind alle so reif, dass nach 2 Tagen sie sich nicht mehr halten. Öfters habe ich Angst gehabt, dass ich mich in der Menschenmenge verliere. Da gab es so viele verschiedene Straßen, die kamen nach allen Seiten. Und ich habe gedacht, ach, wenn ich die Marie verliere dort, was ich dann machen werde. Niemand kann ja die Sprache, wenig auf jeden Fall, können diese Sprache, es waren ja fast nur Eingeborene, die dort einkauften. Ja. Auf dem Boot habe ich einen Schreck bekommen. Ich habe gesehen, dass die Kartoffeln alle Würmer haben, dass die Zwiebeln sich sehr schnell spalten und dass die Hälfte nicht mehr zu gebrauchen ist. Dass der Reis voller Steine ist. Dass im Zucker viele kleine Teilchen waren, die nicht dazu gehörten. Und dass die Linsen und die Erbsen gemischt waren. Man gewöhnt sich an diese Überraschungen und es ist eigentlich sehr schön, natürliche Produkte zu haben und nicht mehr von Dosen abhängig zu sein. Los, das ist doch irgendwie viel. Ich weiß doch, dass jeder Liter $2 kostet. So eine richtige Turbine, Jochen, jetzt drehst du ganz schnell. Ja. Silvester, mach die Tanten los, bitte. Fliegen wir weit? Oh, bist du denn gerade auf das Ganz schön. Okay, jetzt muss ich eine ab. Und wir springen an euch. Ja. Okay, lass los. Schwer, was? Okay, Silvester, komm rein. Und ich hier. Okay, mach die Fock gleich klar. Dagmar, können wir die Fock gleich klar machen? Ich verlasse meine Freunde, die ich gerade neu bekommen habe, und werde sie wahrscheinlich nie wiedersehen. Ne? Auch setze ich meinen Fuß zum letzten Mal für lange Zeit auf festen Boden. Ne? Jochen macht die Leinen ab und wir fahren jetzt auf hoher See. Ich denke schon, dass mir bald seekrank wird. Nein. Ist hier oben schon eingehakt? Steckt die schwarze Kurbel drauf? Okay, dann rauf damit. Viele Leute sagen, du hast ein interessantes Leben. Manchmal haben sie auch recht, aber oft würde ich auch gerne zu Hause sein. Nein, kann nicht sein.
wir? Oder ist gut, Marie? Das ist gut. Was? Die andere Seite gesegelt. Wir müssen doch nochmal sagen. Nein! Nie was machen, ohne dass ich dir sage. Zieh wieder hoch. Das war noch nicht leer. Da muss es Fangpunkt sein. Ja, muss. Für diesen Film hatte ich mir vorgestellt, tropische Verhältnisse zu zeigen, flimmernde Hitze, Windstille, schlagende Segel. Genau das Gegenteil ist eingetreten. Wir sind alle kalt, wir frieren. Es herrscht eigentlich ein ziemlich beständiger und starker Wind. Manchmal recht hoher Seegang. Alles ganz anders, als wir uns das erwartet hatten. Obwohl wir eigentlich zwischen Ecuador und den Galapagos ständig auf dem Äquator entlang segeln. Unser filmisches Ziel wird es sein, das tägliche Leben an Bord zu zeigen. Von der Technik her haben wir die größten Schwierigkeiten mit den uns umgebenden atmosphärischen Bedingungen. Die Kameras arbeiten nicht mehr richtig, weil die Luftfeuchtigkeit zu groß ist oder weil es zu heiß ist oder weil Seewasser auf sie gespritzt ist. Die Tonbänder laufen nicht. Alles verklebt und verrottet und verrostet und bereitet uns ungeheure Mühen. Wenn mehr Wind kommt, wird das Leben schwerer an Borde, denn das Boot schaukelt mehr, die Luken sind zu, niemand fühlt sich mehr richtig wohl, es gibt schlaflose Nächte, überhaupt jeder sehnt sich ans Lande. Die ersten Tage, die sind für mich so unangenehm, denn mein Bauch, da muss ich erst daran gewöhnen, an das Schaukeln, an das andauernd, das nie aufhörende Schaukeln. Aber ich freue mich sehr, wenn endlich mal der Abend kommt, denn ich weiß, jetzt haben wir einen Tag weniger, jetzt haben wir einige Seemeilen zurückgelegt. Es belastet mich, wenn ich nach dem Abendessen ins Bett gehen muss, denn ich schlafe so schlecht, wenn es rollt. Ich rolle immer von einer Seite vom Bett zur anderen. Und wenn es so rollt, kommt keine Ordnung in meinen Gedanken und Träumen. Wenn wir eine Reise machen, dann ist alles hier im Boot viel enger. Und hier sind wir alle zusammen, immer. Ich hätte gerne mehr Platz, weil ich dann mehrere Spielsachen haben könnte und mehr Bücher. Ich navigiere nicht, weil ich nicht mit Joachim überall zusammenstoßen möchte. Wir segeln schon zusammen und wir erleben vieles zusammen. Ich finde aber, manche Gebiete können ruhig getrennt bleiben.
Abends, wenn ich auf dem Deck stehe, denke ich öfters, ach, wenn jetzt eine riesige Welle hinter uns herkommt und mich über Bord steuert, was da passieren würde. Und alle sind drinnen, weil jetzt die Selbststeueranlage funktioniert und alles ist draußen so unheimlich. Und man würde mich bestimmt nie finden im Wasser. Und ich würde von den Wellen weggetrieben werden. Und das Schreien würde man vom Wind wahrscheinlich nicht hören. Ne? Und deshalb halte ich mich immer sehr gut fest in meiner Reling. Manchmal denke ich, dass die Welt um mich ganz verlassen ist, weil ich nur Meer und Himmel sehe. Land. Endlich hat der Horizont jetzt Leben. Ich hab's noch nicht entdeckt. Land, Kinder, Land! Schaut, ja, da vorne. Unter der Wolke, unter dieser Cumuluswolke. Siehst du es, Kalix? Schau mal, komm mal her, ich zeig's dir. Wenn man Land sieht, ist es eine Erleichterung, denn ich weiß, dort auf dieser Insel werden wir sicher neue Lebewesen entdecken und ich entdecke eigentlich sehr gerne. Dort werden wir mit Seelöwen spielen, denn ich habe oft davon gehört, dass es in den Galapagos sehr viele geben soll. Und dort wird es sicher neue Vögel geben und wir werden dort tauchen. Und das ist eine unglaubliche Freude, wenn man endlich mal angekommen ist. Seelöwen. Der erste Seelöwe tauchte mitten im Meer auf und umschwamm unser Boot, sprang mit dem ganzen Körper aus dem Wasser und schaute ab und zu neugierig auf uns zu und ab und zu wieder frech und umschwamm das Ding und von links nach rechts. Wir alle starrten darauf, das war unser erster Seelöwe. Und Kalix jubelte und zappelte richtig vor Freude und sagte, ach, ich liebe die Seelöwe, ach, wie schön. Das sind wie Delfine. Wie Delfine sind das. Der erste Seelöwe, Schwester, gell? Der erste und den ist braun. Ja, das ist braun. Und warum hast du ihn schwarz gemacht? Weil du so gedacht hast, das ist schwarz. Das ist braun. Aber das ist kein Bulle, sondern das ist ein Weibchen. Oh, der ist streng. Da hinten kommt die Latte. Neugierig? Sehr neugierig. Ja. Aber so ziemlich viele hier. Aber ich kenne nur Fische. Ja. Der hatte im Moment keine Luft. Ich finde es ganz unglaublich, dass man in den Galapagos an den Tieren so nah rangehen kann. Normalerweise fliegen oder laufen die Tiere nur vom Anschauen weg. Das ist so spannend vorzudenken, denn man weiß nicht, was da kommen wird. Vielleicht ist das gar nicht so schön,
Aber meistens denke ich, doch, es muss einfach schön sein. Und ich freue mich unheimlich, wenn dann endlich mal der Tag kommt, wo wir ankommen. Wenn der Anker fällt, habe ich das Gefühl, dass wir verbunden mit dem Land sind. Und sind wir richtig fest am Land. Wir können dann das Boot verlassen und uns frei bewegen. Das finde ich ein schönes Gefühl. Spielen, rennen, springen, schwimmen und tauchen, Tiere beobachten. Das ist ein freies Gefühl, finde ich. Oh, hier in der Rane da. Das ist dass wir hier hingehen können. Also, wir gehen auf die Reling. Wir sitzen auf die Reling, ja. Alle auf die Reling. Das kommt noch an. Alle auf die Reling dürfen wir sitzen. Wir wollen gar nicht. Junge Rotfußtölpel landeten sogar auf unserem Bug. Letizia und ich tauften sie mit Namen. Und meiner hieß Hansel und Letizia Gretel. Ich könnte den ganzen Tag mit ihnen bleiben. Auf der See denkt man, dass man dort gar nichts erlebt. Aber eigentlich passiert doch sehr viel und auch jeder Abend und jeder Sonnenuntergang ist so schön, weil immer ist es anderes. Immer hat es eine andere Stimmung. Entweder ist das Abend voll Wolken oder ist ganz klare und man erlebt dort schon eigentlich viele. Der Leguan war so unheimlich, zu einer Gestalt, die überhaupt nicht in dieses Jahrhundert kommt. Da habe ich ja noch nie dran gedacht, dass sie so aussehen, so unheimlich, so, Ja, ist schon besser, aber noch viel mehr. so alt und ihre Krallen sind scharf. Die Augen schweifen über das Land und beobachtet jedes Tier scharf. Aus den Nasenlöchern spuckt er manchmal Salz. Ich fotografiere die Tiere oder male sie auf einem Skizzenblock. Oft sitze ich und male sie auf das weiße Blatt. Zuerst ist das weiße Blatt erschreckend, aber dann wird es lebendiger durch meine Skizzen. Ich male es einmal und dann nochmal zum zweiten Mal und dann erst auf dem Boot vervollständige ich die Bilder zu einem richtigen Bild.
Als ich die Iguanas zeichnete, dachte ich mir, wie sie aussehen würden, wenn sie riesig groß wären und dann über die Lavalandschaft laufen würden. Ich habe mir gedacht, wie schön es ist, dass die Iguanas nicht riesige, große Unholde sind. Denn sie würden uns bestimmt angreifen und uns wegscheuchen vom Lande. Die Landschaft ist erschreckend. Die schwarze, karstige, spitze Lava, die überall ist. Die Lava ist wirklich ohne Gefühl, so irgendwie dahin gehauen, von dem Vulkan auf die Landschaft gehauen. Die Lava ist so erschreckend, wie wieder so eine große Fläche Lava nur so da steht und ich bin mitten drinnen und mich ist alles spitz und unangenehm. Und es ist alles so feindlich. Wenn wir mit dem Beiboot an Land fahren, dann weiß ich schon, welche Tiere es dort gibt von den Büchern her. Aber ich bin gespannt, ob sie tatsächlich dort gibt. Und auch bin ich gespannt, sie zu sehen. Das ist ja was ganz anderes, als wenn man vor einem Buch sitzt und es dann liest. Das kann man ja auch woanders machen. Aber das ist richtig spannend, wenn man an Land gehen kann und tatsächlich die Tiere sehen kann. Und was in den Büchern steht, Beobachtungen, die andere Leute gemacht haben, dann zu prüfen, ob das auch stimmt. Und das ist das Schöne. Da habe ich den letzten gesehen, ganz weit draußen am Kindigen raus. Ja? Ganz hinten gesehen, Marie. Doch. Ich hab's gesehen, Marie. Ja. Alle, die keine Eier haben, stehen. Alle Tiere, die auf den Galapagos leben, passen richtig zu dieser Lavalandschaft. Die Schwalbenschwanzmöwen, die mit ihren großen roten Augen in ihren Höhlen sich
ziehen und die Eier von ihnen sind so gut getarnt. Sobald Letizia und ich ihnen näherten, schreien sie auf, um ihre Kleinen zu schützen. Und öfters habe ich dann Mitleid mit ihnen und ziehe mich wieder zurück, weil ich denke dann, die brauchen ihre Mutter und das ist eigentlich nicht nett, sie von ihrem Platz zu scheuchen. Und so, deshalb beobachte ich sie mehr vom Weiten, um sie nicht zu sehr zu erschrecken. Das kleine Junge, das war so alleine, dieser großen, einsamen Landschaft. Ich fand, dass die Schwalbenschwanzmöwen sehr mütterlich mit ihren Jungen waren. Ich weiß nicht, ob ich auch so mütterlich sein werde, wie die Schwalbenschwanzmöwen, aber ich glaube. Die Schwalbenschwanzmöwen haben einen durchdringenden Schrei. Ich konnte es bald nicht mehr aushalten. Darum stiegen wir höher. Ich und Letizia durchstreiften das Gestrüpp und auf einmal erblickten wir auf einem Ast einen Rotfußtölpel. Er hatte knallrote Füße und einen hellblauen Schnabel und schaute uns streng an, aber gab keinen Laut von sich. Ich will immer Versuche mit den Tieren machen und versuche mit unserer Sprache mit ihnen zu reden, weil ich denke, sie verstehen es. Wenn ich zum Beispiel sage Hallo, dann schaut er hoch und quakt und quäkt und quiekt. Es ist so ein schönes Gefühl, mit anderen als mit Menschen zu reden, zum Beispiel mit den Tieren. Auch wenn sie nicht antworten, nur überhaupt mit ihnen zu reden. Ich fand es sehr wunderlich, dass sie nicht so scheu sind und nicht davon fliegen wie sonst. Das Junge vom Fregattvogel kreischte sofort, als er uns bemerkte. Doch das Alte kümmerte sich nicht um uns und blieb vaterlich vor das Junge. Ich fand der Fregattvogel war überhaupt nicht mütterlich, sondern väterlich, weil er so stolz über dem Jungen saß. An einem Platz konnten wir an den Masked Boobies ganz nah herangehen. Sie beachteten uns kaum. Nur 50 Zentimeter konnten wir herangehen und sie gut beobachten, was sie taten. Ich beobachtete einen, wie er gerade sein Nest pflegte und die Steine und kleinen Blätter oder was sonst, was da lag, entfernten und sich eine kleine Mulde machten und dort anfingen zu brüten. Die Maskentölpel sehen so poliert aus und so gepflegt, die sind so weiß.
So was habe ich noch nie die Vögel gesehen. Und es macht mir Angst, wenn sich diese großen Vögel zu riesigen Tieren aufpusten und die ganzen Federn dreimal größer werden. Diese große, majestätische Reiher möchte den Feind gerne Angst einjagen, weil es gerade dabei ist, Kinder auszubrüten. Da habe ich, der sieht so mächtig aus, wenn er oben auf dem Felsen stolz sitzt. Da denke ich mir immer, er ist der König der Landschaft und pfeift den Untertanen Befehlen zu. Auch wenn er so langsam und majestätisch seine Kreise zieht, denke ich, das wäre der König der Vögel, der auf allen kleinen Vögeln aufpasst, dass sie ja keinen Unsinn machen. Ein Leben hier würde wunderschön sein. Die Tiere hier, die sind ganz anders als die Tiere, die ich bis jetzt gesehen habe. Ich glaube, weil hier keine Menschen herkommen. Wenn ich an den Tieren vorbeigehe, denke ich, dass die Tiere gerne mit mir spielen würden. Ich würde glauben, dass die Leguane auf dem Dach krabbeln und die Vögel um mein Haus kreisen und ich habe hier ein Haus und die ganzen Tiere wohnen um mich. Das würde mich irgendwie begeistern. Vielleicht werde ich es auch später tun. Das Gefühl ist so abenteuerlich, nur von Tieren umgeben zu sein. Und von keiner Menschenseele. Jedes Mal, wenn ich fischen gehe, da kommen mir die Seelöwen hinterher und wollten gerne den Fisch haben, den ich habe. Dann, wenn ich rauf zu meinem Haus gehe mit meinem Fange, mit vielen Fischen, dann rennen sie mir alle hinterher und wollen die Fische haben. Man könnte eine gute Beziehung zu den Tieren bekommen, wenn man hier leben würde. Ich und den Tieren würden uns anpassen. Ich finde, dass die Kormorans sehr hilflos aussehen, so wie sie da sitzen vor mit ausgebreiteten kleinen Stummelflügeln. Aber wenn jetzt vielleicht viele Menschen kommen würden, in großen Mengen, würden sie vielleicht nach den Jahrtausenden wieder Flügel kriegen und alle wegfliegen, um sich vor den Menschen zu schützen oder vielleicht auch überhaupt ganz wegfliegen.
Wenn es keine Tiere mehr gäbe, dann wäre die Luft ganz kahle und die Erde ganz leer. Und im Himmel würden dann keine Vögel rumschwirren, ne? Und an Land würden keine Seelöwen mehr spielen und Eidechsen huschen. Ne? Und ich hätte gar keine Lust mehr zu tauchen, ne? Weil ich dann gar keine Fische mehr sehe. Und nur Pflanzen, ne? Und Steine. Es wäre schön, wenn ich ein Vogel wäre und über die Erde fliege und die Leute und Tiere beobachte, was sie machen. Ne? Doch wäre da ein Nachteil, denn die Menschen schießen ja Vögel. So könnte es sein, dass sie mich auch jagen. Es ist schade, dass wir in den Galapagos nicht länger bleiben konnten. Ne? Weil ich würde gerne mit den Seelöwen noch ein bisschen spielen und die Vögel beobachten. Ne? Als wir ankamen, schien mir die Landschaft desolat und menschenfeindlich. Ich konnte mir nicht vorstellen, hier 8 Wochen zu verbringen. Durch die Begegnung mit den Tieren habe ich auch zu Lava und Kakteen eine Beziehung gefunden. Es freut mich, die Namen der Pflanzen und Steine zu lernen. Ich bin glücklich hier. Dies ist unser letzter Abend in den Galapagos. Jeder nimmt für sich Abschied. Ich bin erleichtert, dass niemandem von uns ein Unglück zugestoßen ist. In den nächsten Wochen auf See werden die Galapagos in mir bleiben. Abends, wenn wir mit dem Beiboot zum Boot zurückfahren, bin ich so erschöpft von dem langen Tag, wo wir so viele neue Sachen entdeckt haben. Neue Vögel, neue Tiere und alles so neu. Sonst sieht man in einer Woche vielleicht ein neues Tier. Und hier ist auf einmal so viel Neues und so ganz anderes. Die Inseln, die Natur. Und das beeindruckt mich und man will gleich immer alles sehen. Das ist alles so neu und von dem ganzen Suchen und Beobachten ist man da ganz müde abends. Michael, bitte. Nimm mal wo ist dein Bleistift? Das hat ein Bleistift. Ah, ja, schau mal, das musst du noch ein bisschen verbessern. Stärker das Auge. Ganz wichtig ist hier vorne. Ganz speziell. Das ist viel ausdrucksvoll. Ja, wie auch immer, aber so ist gar nicht gut. Doch, pass mal auf. Ja, aber schon mal wie der Schnabel ist gar überhaupt nicht so. Ja, aber so, das war schon richtig. Ah ja, jetzt ist er gut, aber jetzt ist er gut. Und schon mal so. Hier, Schön, noch weiter deine Steine? Ja, richtig. Zu Ende rein. Mach ich schon. Ah, da hast du ja den Pinguin gemacht, oder wer ist das? Nein. Jetzt musst du auch fahren. Okay. Habt ihr gesehen, wir fahren von Galapagos hier an den Clipperton Island vorbei. Clipperton In der Nähe Clipperton in Richtung Hawaii. und dann fliegen wir mit einer Strömung. Das Es sind eigentlich mehr als 3000 Meilen, weil wir müssen mit dem Umweg, das macht fast 4000. 3000 Meilen. Aber Das ist die längste Strecke, die wir bis jetzt gemacht haben. wir zählen weiter, das sind 600. 600 Seemeilen. Vielleicht kann ich es machen. Ach, 700. Was lass ich mal? 700. Ja, 600. Ich glaube, im Zirkel geht es besser, Bartholomew. 600. 1200. 1800. 1800. Das habt ihr falsch gemacht. Schau mal, es ist ja keine Seekarte, sondern eine andere Projektion. Das sind hier 600 Meilen. 600 Meilen. Kann ich Jetzt habt ihr Das machen 600, 1200 Seemeilen, 1800, 2400, 3000,
3600 Seemeilen ungefähr. Sind nicht ganz so lange, ein bisschen weniger, weil das nicht ganz genau ist, aber Und noch auf jeden Fall über 3000. Die Strömung, die nimmt die auch Die Strömung ist, ja, manchmal wird sie uns helfen, manchmal nicht. Aber wir sind sehr lange unterwegs. G'day again, guys. Hope you enjoyed that episode. I really loved that one. I've never been to Galapagos, but I hope to one day. But on the other hand, I would have rather have gone back then when they did. I think it's quite difficult nowadays to really experience it like they did. Yeah, I mean, the way Joachim has filmed and edited these things through the eyes of the children, it's so cool to hear the kids talk about the birds and the iguanas and the way they see it. It's really like exploration for them and us, really, you know. It's pretty cool. Nice to see that. They had another filmer on board this trip, obviously, so that was pretty cool. Get to see a couple of different angles and watch Joachim actually filming. Yeah, another trip on their amazing journey. Quite a few of you still been donating some money here to help Joachim out. Thank you very, very much to all you guys. It all helps, and Joachim as well sends his thanks. He's a little bit sort of nearly shocked, overwhelmed with the amount of support you guys are giving. So yeah, keep it coming. There's a link below in the description, and also I pinned it to the top of the comment section. Your donations will help him get healthy again first and foremost, and then finish his circumnavigation, get back to Thailand. Join us again next Sunday, 7 p.m. European time. Till then, bye bye. See ya.